Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, nach langer Zeit mal wieder Jürgen Elsässer, Chefredakteur von Kompakt, dem Monatsmagazin. Herr Elsässer, ich grüße Sie. Hallo, freut mich. Herr Elsässer, dass Sie heute zu uns gefunden haben, dafür gibt es hier einen speziellen Grund, und zwar ein Kompakt-Spezial, was Mitte September auf den Markt kommt, im Moment im Druck ist. Ein relativ dickes Heft, ich würde sagen, ja, 500 Gramm kommen da mindestens zusammen, knapp 80 Seiten. Und in diesem Heft geht es um die Vereinigten Staaten. Das Heft hat den Titel Kriegslügen USA. Sie haben es zusammen mit einem Kollegen geschrieben, können Sie gleich selber nennen. Der Gerhard Wisniewski. Und wie lange haben Sie daran gesessen, an diesem Heft? Na, das Heft schiebt ja zusammen, was wir im Grunde über Jahre hinweg recherchiert haben. Also sowohl Gerhard Wisniewski als auch ich sind ja schon seit Anfang der 90er den USA auf der Spur und ihren ganzen Kriegen und ihren ganzen Kriegslügen. Und da haben wir die Artikel im Grunde aktualisiert. Und es kam dann natürlich in der Produktionsphase, was wir gar nicht gedacht hätten, die aktuelle Krise mit Syrien hinzu, und das war dann noch eine besondere Herausforderung. Sie sprechen das an. Jetzt könnte man natürlich sagen, Herr Elsässer, Sie haben wirklich ein geschicktes Timing, wenn es darum geht, ein Heft auf den Markt zu bringen, was sich mit Amerika und den Kriegen und den Lügen, die immer zu Kriegen führen, ist nicht nur amerikanisch so, sondern es ist allgemein so, es wird erst gelogen, damit der Krieg her muss. Das heißt, die Wahrheit stirbt ja schon im Vorfeld, nicht erst während des Krieges. Da haben Sie also ein Feeling für ein Timing, dass Sie genau dann ein Heft auf den Markt bringen, wenn ein Konflikt, nenne ich das jetzt mal, ja, Syrien, Amerika, wenn der ansteht. Auf der anderen Seite könnte man sagen, wann immer irgendjemand auf die Idee käme, ein Spezialheft auf den Markt zu bringen, was sich mit einem Krieg beschäftigt, der mit Amerika in irgendeiner Weise zu tun hat, dann liegt er eigentlich immer richtig, weil immer ist irgendein Krieg. Kommt immer irgendwas. Ja. Das ist ja das Besondere an dieser sogenannten neuen Weltordnung. Ja. Wir haben alle 2 Jahre Krieg. Wir hatten 91 den Krieg mit Irak, wir hatten dann das Eingreifen in Bosnien 95, wir hatten den Kosovo-Krieg 98, 99, wir hatten den 9/11, Afghanistan-Krieg 2001, Irak 2003, Libanon 2006, Gaza 2009, Libyen 2011 und jetzt haben wir den nächsten. Also es geht einfach in einer unheimlichen Dynamik, und das ist tatsächlich der Unterschied zur alten Weltordnung, ich sag mal zur Bipolarität bis 1990. Da standen die beiden Blöcke und es hat sich in Hinterhöfen irgendwas bewegt, aber nach Vietnam war da nicht mehr viel. Ja? Und jetzt laufen diese Aggressionen, und man wird ja verrückt, weil man kennt die Länder gar nicht. Ja. Und auch als Journalist hat man das Problem, sich erstmal einarbeiten zu müssen. Wer von uns hätte vor 2 Jahren gewusst, Syrien, welche Religionsgruppen gibt es da, welche Strömungen, wie ist der Staat überhaupt aufgebaut? Nein, aber jetzt werden wir gezwungen, uns einzuarbeiten, und das macht uns ja selber kaputt. Einfach dieser Zwang, sich einzuarbeiten, weil ja die Hauptmasse der Kollegen im Mainstream, die schreiben ja nur ab, was das Pentagon oder das BND vorher rausbringt. Man muss dazu sagen, wenn man sich mit Geopolitik beschäftigt, kann dieser rote Faden seit 1990 nicht wirklich überraschen, auch vorher schon nicht überraschen. Es gab nur eben dann noch den anderen Block, der gesagt hat, hör zu, jetzt sind wir mal dran, um es mal bösartig zu formulieren. Also wenn man Brzezinski gelesen hat oder Mackinder, dann weiß man schon, um was es da geht. Es geht da immer um das Herzland, es geht da um den eurasischen Raum, es geht um Bodenschätze, natürlich seltene Erden, so etwas. Aber lassen Sie uns mal konkret auf dieses Heft kommen. Die Vereinigten Staaten führen Krieg, seit es die Vereinigten Staaten gibt. Vom Bürgerkrieg bis Kuba, das können Sie unendlich weiterführen. Viele Kriege hat man auch gar nicht auf der Uhr, weil sie gar nicht als Kriege abgezeichnet wurden, sondern nur als Konflikt oder Auseinandersetzung. Auch Befreiung. Wenn es Befreiung, wie immer Sie das nennen wollen. Aber dieses Heft setzt ja konkret 90 an. Warum 90? Naja, weil da ja George Bush, der Ältere, die sogenannte neue Weltordnung ausgerufen hat. Ursprünglich hieß es ja, das ist das Ende der Geschichte, wie Fukuyama gesagt hat, also die Zeit der Spannung, des Gleichgewichts des Schreckens ist vorbei, jetzt kommen wir in ruhiges Fahrwasser. So war die Verheißung, und tatsächlich ist aber das Gegenteil passiert, die Welt ist unruhiger geworden, und die USA haben sich durch den Wegfall des östlichen Blocks noch mehr als Weltpolizist und als Aggressionsmacht aufgespielt. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, sehr viele Leute wissen diese Geschichten gar nicht mehr. Das heißt, wir haben eine jüngere Generation, die hat sich mit 9/11 politisiert, die hat ungefähr auf dem Schirm Afghanistan, Irak. Aber 90er Jahre zum Beispiel, Bosnien, Kosovo und war so, da was? ist eine andere Generation. Ja? Ja. Und
Kompakt Spezial im Unterschied zum Monatsmagazin. Kompakt Spezial ist ja nur zweimal im Jahr, soll auch so ein bisschen einen Nachschlagewerk-Charakter haben. Deswegen die erste Nummer zum NSU haben wir ja die gesamte Story nochmal grundsätzlich aufgearbeitet. Das kann man auch in 10 Jahren nochmal seinen Kindern geben. Kann man sagen, Geschichtsbuch lies nach. Und so war jetzt das Konzept auch bei Kriegslügen der USA, einfach ein Nachschlagewerk. Ja. Als Sie dieses Nachschlagewerk angefüllt haben, auch mit vielen Geschichten, die Sie ja schon mal in anderen Heften behandelt haben oder Kollegen in anderen Heften behandelt haben und dann eben dieses Dicke da gesehen haben, was da rauskommt. Es sind wirklich 80 Seiten, auch mit Bildern natürlich, aber sehr viel auch Papier, was Sie da bedruckt haben und dann eben diese Faktenfülle auch. Ist es Ihnen da kalt den Rücken runtergelaufen, was Sie auch vielleicht schon vergessen hatten? Nee, es ist deprimierend. Es ist deprimierend, was man als Journalist, auch als Zeitung, in vielen Jahren dagegen geschrieben hat und unumstößliche Fakten gegen die Propaganda auf den Tisch gelegt hat und wie wenig davon im Gedächtnis der Gesellschaft hängen geblieben ist. Ja? Da müssen Sie doch sagen, dass die Propagandamaschinerie funktioniert. Vor ein paar Tagen Kanzler-Duell, da habe ich dann nur gelesen, also Punkte, wer welche Punkte gemacht hat, als wäre das alles Showbusiness. Über all dem schwebt ja die NSA-Affäre, die ja auch ein Kriegstool ist. Ich meine, warum spioniert man Menschen aus? Um zu gucken, was die wissen, wie die übereinander reden, um auch dort schon reagieren zu können. Das wird ja von vielen Leuten gar nicht verstanden. Aber da muss man doch als Journalist resignieren, weil gegen diese Maschinerie der Gehirnwäsche kommt man ja nicht an. Wenn Sie sich jetzt die Springerpresse anschauen, zum Beispiel wie gar gehetzt wird, auch im Spiegel wird massiv gehetzt gegen Assad. Auch eben in der noch, Süddeutschen Zeitung. ja. Hoffnungsträger jetzt eben schlechter. Das sind eigentlich Typen, diese Journalisten müssen wir alle verklagen, weil es ist Aufstachelung zum Angriffskrieg. Das ist im Strafgesetzbuch verboten. Die könnte man alle verklagen. Wahrscheinlich müsste man das endlich mal machen. Aber dann wird es so gehen wie 1999 beim völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Jugoslawien, es gab ja kein UNO-Mandat damals, hat über 100 Anzeigen gegen die Bundesregierung, auch gegen Kanzler Schröder gegeben, vom Bundesverfassungsgericht, mit Hinweis auf diesen Artikel 80, Verbot des Angriffskrieges. Ja. Jugoslawien hat er uns nicht angegriffen, sondern wir haben Jugoslawien angegriffen. Und das Bundesverfassungsgericht hat diese ganzen Klagen abgelehnt, gar nicht zugelassen, mit dem Argument, Kanzler Schröder hätte in seiner Ansprache im Fernsehen zu Kriegsbeginn ja selbst gesagt, wir führen keinen Krieg, sondern wir setzen Menschenrechte mit militärischen Mitteln durch. Das ist eben Neusprech. Ja. Sie weisen ja im Vorwort auch darauf hin, dass wir uns ganz stark oder bereits befinden, in einem Orwell-Staat, wo man eben durch Neusprech den Leuten das Gehirn verdreht. Ja. Also es wird dann auch immer periodisch aufgebaut, so eine Hassfigur, so wie bei Orwell in dem Roman 1984 ist es dieser Emanuel Goldstein. Das war ja früher auch ein Parteigenosse des großen Bruders, fiel aber in Ungnade. Und gegen den wird so eine 2 Minuten Hasssendung. Da werden die Leute zusammengekarrt an den Betriebsstätten und dann gibt es Fernsehen pur, Hass pur. Und sowas haben wir auch, alle 2 Jahre haben wir eine neue Hassfigur. Und die kriegen auch alle das Hitler-Etikett aufgeklebt. Ja? Also Milosevic ist Hitler, Saddam ist Hitler, Osama Bin Laden ist Hitler. Jetzt eben Assad, ja. Und okay, das ist ja wirklich, Assad ist bestimmt jetzt kein lupenreiner Demokrat, das will ich nicht behaupten. Aber von allen Figuren, die es da gibt, und zwar seit Jahrzehnten, ist es wahrscheinlich der zivilisierteste, ja. Und der wird hier zum Scheusal aufgebaut. Der Wagner schreibt in der Bild-Zeitung, der Irre, der Idi Amin, der Hitler bombt ihn weg, ja. Also diese Hetze, ja, dieses entfesselte, entmenschte, töten wollen. Und die Leute bleiben ruhig. Warum bleiben die Leute eigentlich ruhig? Also ich habe ja meine persönlichen, ich versuche ja auch etwas zu finden, was über dieses, was tiefer geht. Und ich glaube eben, ja, und da zitiere ich immer Albert Memmi, hier den Rassismusforscher, dass ich glaube, dass wir immer noch Kolonialisten sind, dass wir einfach sagen, das sind nur Moslems, das sind eigentlich gar keine richtigen Menschen, das ist zwar bedauerlich, aber das wird höchste Zeit, dass die mal von uns richtig befreit werden, dass die alle unsere westliche Weltordnung bekommen, damit die da mal fließend Wasser bekommen. Ist das so? Sehen Sie es auch so? Naja, man muss als erstes sagen, die Leute, jetzt gerade aktuell bei Syrien, sind, wenn man sie fragt, ja dagegen. Wir haben ja Mehrheiten gegen den Krieg, auch in Deutschland. Ja. Das gab es auch früher schon. Am ausgeprägtesten beim Irakkrieg 2003, da hatten wir ja in Berlin eine Demo mit über 1 Million. Größte Demo nach 1945. Aber es transportiert sich nicht in Widerstand, weil die Leute sagen, man kann nichts machen, die ziehen das durch. Was soll ich tun? Ja? Aber das andere Argument übrigens mit den Moslems, das stimmt auch nicht ganz, weil wir dürfen nie vergessen,
vor 9/11, das heißt in den 90er Jahren, also ab 92 bis 9/11, hat ja der Westen auf dem Balkan zum Beispiel die Kriege als Schutz der Moslems begründet. Also da wurde ja ein anderes Feindbild, nämlich der entmenschte Slave, der Steinzeitserbe und so weiter. Also das Feindbild wechselt so. Das antimuslimische Feindbild war sehr stark nach 9/11, ungefähr 10 Jahre lang. Aber jetzt ist ja der Westen gerade in Syrien auch wieder im Bündnis mit Al-Qaida. Also und hat ja auch Partner wie Katar oder Saudi-Arabien. Natürlich. Das sind die guten Moslems natürlich. Ja. Aber wie wollen Sie denn Ihr neues Kompakt-Spezial zu den Kriegslügen der USA, wie wollen Sie das denn verstanden wissen? Ist das ein Aufruf zum Widerstand? Ist das ein Aufruf? Also hier sind Fakten, also alles, was du brauchst für den zivilen Ungehorsam, falls du das verdrängt haben solltest. Hier kannst du schwarz auf weiß lesen. Es ist zunächst mal, dass man den Leuten, die wissen, es läuft falsch und die bauchmäßig dagegen sind, und das ist im Augenblick die Mehrheit, dass man denen sagt, Leute, ihr spinnt nicht. Auch wenn alle Fernsehkanäle das behaupten. Hier sind die Fakten, mit denen ihr euer Bauchgefühl unterfüttern könnt. Für den Stammtisch oder für die Wahl oder für was? Nachprüfbare Fakten. Nee, wir wollen ja ein kritisches Potenzial, das es in der Gesellschaft diffus gibt, konzentrieren und dafür das Medium, Zeitschrift, Magazin, Kompakt, Mut zur Wahrheit, unser Slogan, nutzen. Ja, also das ist erstmal ganz wichtig. Und das Problem ist die Flüchtigkeit dieses Unbehagens oder dieser Kriegsablehnung. Also bei der Recherche zum Beispiel zum Kriegslügen Libyen, das ist erst 2 Jahre her. Da habe ich selber einen Artikel, der vorlag fürs Heft, nochmal Hand angelegt, um Fakten zusätzlich beizusteuern. Und ich habe gemerkt, wie wenig man im Internet findet. Nachprüfbare Fakten, wie viele Tote? Wie war das eigentlich in Benghazi oder in Misrata? Hat Saddam Hussein da Massenvergewaltigungen befohlen? Nicht Saddam Hussein, also Gaddafi. Ja. Oder hat er die Stadt kaputtbomben wollen? Musste man also Nothilfe leisten? Diese ganzen Lügen nochmal aufzufinden und mit Fakten vom Boden sozusagen zu konfrontieren, das war eine Wahnsinnsarbeit. Und das Internet vergisst zwar nichts, aber die Informationen sind so wild gestreut, dass der Normalbürger totale Schwierigkeiten hat, sich jetzt nochmal zu erinnern. Jetzt gibt es natürlich Kritiker, die sagen, ja, der Jürgen Elsässer, wenn man sich überlegt, wo der mal gestartet ist, ja, ich sag mal, der hatte eine gemeinsame Vergangenheit mit Jürgen Trittin, Kommunistischer Bund, da war der total links, dann wurde der anti-deutsch, nachdem wir für verschiedenste Gazetten geschrieben haben, die er heute ablehnt, ja, von Jungle World bis Jüdische Allgemeine und so weiter und so fort. Und jetzt hat er sein eigenes Magazin, da würde ich ihn erst auf neu-rechts, würde ich ihn da verorten, und der ist jetzt auf einmal anti-amerikanisch geworden. Was entgegnen Sie eigentlich diesen Kritikern? Haben die recht? Sind Sie ein bisschen sauer auf Amerika und freuen sich darüber, da mal drauf zu hauen? Und könnte es sein, dass Sie morgen gegen Russland sind? Also ich bin auf jeden Fall kein Anti-Amerikaner. Also ganze Volksgruppen oder Zivilisationen in dem Fall zu verteufeln, ist auf jeden Fall falsch. Ja. Was ich bin, ist Anti-Amerikanist. Das heißt, ich bin gegen die Ideologie, die sagt, am amerikanischen Wesen, am amerikanischen Way of Life soll die Welt genesen. Das ist aber nicht Amerika, sondern das ist eine kleine Gruppe, eine kleine Elite, die diesen Lebensstil und natürlich ihren persönlichen Profit der ganzen Welt aufzwingen und aus der ganzen Welt heraussaugen will. Ja. Und wenn ich jetzt meine ganze Biografie verfolge, dann war natürlich sozusagen bis 1989, 90, also in den Zeiten, wo ich mit Trittin aus der Ferne etwas zu tun hatte. Wir waren ja bei dem Kommunistischen Bund. In der Zeit waren wir schon amerikakritisch. Der Vietnamkrieg lag nicht lange zurück und wir hatten dann ja auch in den 80er Jahren Vorkommnisse, etwa Invasion in Panama 88 oder Invasion in Grenada. Aber was mich jetzt persönlich angeht, Trittin war dann schon bei den Grünen, aber was mich persönlich angeht, hat sich das mit der Wiedervereinigung geändert. Wir haben schon mal darüber gesprochen in einer früheren Sendung. Ich habe ja damals dann die Richtung der sogenannten antideutschen Linken aufgebaut, worüber ich heute natürlich zerknirscht bin. Aber aus der damaligen Situation war ja meine Einschätzung und die dieser ganzen Gruppierung rund um die Zeitschrift Konkret damals, dass wir gesagt haben, die Gefahr geht von wiedervereinigten Deutschland aus. Das ist eine Konstellation wie Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Da entsteht ein Koloss und die wollen diese ganze stabile Weltordnung, vor allem in Europa, umstürzen zum eigenen Vorteil. In der Phase sah ich die USA recht positiv,
auch im Rückblick, ich erinnere mich, da war die Wiedervereinigung noch nicht durchgesetzt. Im Mai 1990 gab es eine große Demonstration in Frankfurt, 25.000 Leute unter dem Slogan Nie wieder Deutschland. Und für diese Demo haben wir bundesweit mit Plakaten geworben, da war Marlene Dietrich drauf. Vor dem Hintergrund, weil Marlene Dietrich im Zweiten Weltkrieg Truppenbetreuung für die US Army gemacht hat, an der Westfront in Frankreich. Was die Deutschen ihr nie verziehen haben. Also wir haben uns da positiv sozusagen auf eine Vaterlandsverräterin bezogen, die den Amis beim Befreien von Deutschland geholfen hat. Das will ich natürlich heute anders sehen. Ich will nur sagen, ich habe durchaus Phasen gehabt, wo ich die Amerikaner positiv gesehen habe, aber ich musste mich dann eines Besseren belehren lassen. Hat sich Amerika denn dann geändert oder gab es da schon etwas, was Sie gar nicht gesehen haben? Ja, also wir waren im Grunde, diese antideutsche Richtung war von Anfang an verblendet, weil wir einfach historische Analogien hergestellt haben. Kohl gleich Bismarck oder der spätere Kohl dann gleich Wilhelm II. Analogien hergestellt haben, die nicht getragen haben. Ja. Ich habe zum Beispiel, für mich war frappant Anfang der 90er Jahre, das kommt jetzt auch im Kompakt Spezial vor, etwa im Bosnischen Krieg, in den jugoslawischen Nachfolgekriegen hat ja Deutschland vorgeprescht. Also hat Kroatien und Slowenien bei der Abspaltung von Jugoslawien geholfen. Da haben wir dann damals analysiert, ja, das ist ja dasselbe, wie die Nazis gemacht haben. Die haben auch das damalige Jugoslawien auseinandergehauen, indem sie die Kroaten, den kroatischen Ustascha-Staat zum Beispiel unterstützt haben. Und so dachten wir, kommt es jetzt wieder. Wir haben aber gar nicht gesehen, dass die Hardware dahinter, das heißt militärisch, natürlich die Amerikaner machen. In Deutschland in bestimmten Zeitungen, vor allem Welt oder FAZ, gab es ideologische Reminiszenzen an die Politik des Deutschen Reiches auf dem Balkan. Das war schlimm genug. Aber die Politik, Aufrüsten der kroatischen Armee, Aufrüsten der muslimischen Sezessionisten in Bosnien, geheimdienstliche Aktivitäten, auch Schleusen von Mudschahidin, die vorher am Hindukusch waren, nach Bosnien. Da wurden ja Strukturen von Gladio auch benutzt. Das haben die Amerikaner gemacht und gar nicht die Deutschen. Jetzt kann man natürlich sagen, also Herr Elsässer, Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie das damals nicht gesehen haben. Man könnte sagen, ja, das ist eine Form der Naivität, Blauäugigkeit, man kann es auch positiv bewerten, man kann ja nicht hinter jedem Stein eine Verschwörungstheorie vermuten, dann wird man ja unter Verfolgungswahn. Es war ja auch eine schwierige Zeit damals. Also, aber jetzt könnte man ja sagen, okay, vielleicht irren Sie sich jetzt auch, weil Sie sehen gar nicht, vor was der Amerikaner, den Sie jetzt verteufeln, sage ich jetzt mal, ja, weil Sie stellen ihn ja so ein bisschen auch so dar, Barack Obama, für was der eigentlich kämpft, weil das kann er Ihnen vielleicht noch gar nicht klar machen, weil er das unauffällig tun muss, weil der möchte uns, sage ich jetzt mal, nur vor dem Chinesen schützen, weil der ist noch viel schlimmer. Na ja gut, das sind natürlich auch rassistische Stereotype, die gelbe Gefahr oder der slawische oder asiatische Untermensch. Also das führt auch nicht weiter. Ich bin schon dafür, dass Europa oder auch Deutschland eine unabhängige Politik verfolgt und sich auch von den Chinesen oder Russen nichts reinreden lässt. Da wäre ich unbedingt dafür. Aber das gibt Amerika nicht das Recht, die halbe Welt zusammenzubomben, um dann Abwehr. Also das ist ja dann wirklich auch eine ideologische Reminiszenz an die Nazi-Politik, weil ja die Nazis auch gesagt haben, wir müssen Europa schützen vor den bolschewistischen Untermenschen. Und deswegen müssen wir erstmal alles zusammenbomben und dann einen Schutzwall aufbauen. Ja. In der Politik spätestens seit 1990, ja, würden Sie sagen, ja, da gibt es einen roten Faden, da wird ein Masterplan abgearbeitet, so wie das ja auch, Sie kennen das Interview von Clark, dem Vier-Sterne-General, das hat er auch bei Democracy Now! Mal gesagt, als er diesen Zettel im Pentagon-Papierkorb fand, wo da einfach die ganzen Länder aufgelistet wurden. Ich glaube, das zweite Land, was genannt wurde, war Syrien, das letzte war der Iran. Würden Sie sagen, das stimmt oder sagen Sie, nein, ist schon ein bisschen Verschwörungstheorie, aber ich möchte darauf wetten? Also wir haben ja diesen Plan zum ersten Mal formuliert im Jahre 96. Da gab es die Studie A Clean Break, ein sauberer Bruch. Den haben Neokonservative gemacht, etwa Richard Perle und andere, die später bei Bush in der Regierung waren, zusammen mit Likud-Leuten aus Israel. Da wurde das schon aufgezählt.
Also Irak, Iran, Syrien war da schon drin, ja. Da müssen Sie aber doch das auch aus der Sicht eines Geostrategen als ein sehr schmales Zeitfenster sehen. Die Sowjetunion gibt es so nicht mehr. Da gibt es eine Art von Machtvakuum, nicht wirklich ein Machtvakuum, aber da gibt es eine gewisse also Kraftlosigkeit. Und bevor sich da neue Allianzen bilden, bevor China wirklich aus den Blöcken rauskommt, dieses Zeitfenster müssen wir nutzen, um einfach Nägel mit Köpfen zu machen. Ja. Also aus der amerikanischen Sicht ist das doch geschickt gemacht und ist doch richtig aus deren Sicht. Nicht Nägel mit Köpfen, sondern Nägel in die Köpfe. Also da werden ja einfach, diese Politik geht ja über Leichen. Und sie macht ja die Welt nicht stabiler. Also es gäbe... Ist das die Illusion bei vielen, die sagen, okay, es ist schrecklich, wie man das verkaufen muss, aber die Welt wird stabiler, aber sie wird gar nicht stabiler? Ich glaube, so wird es verkauft, aber ich glaube, die Leute spüren ja auch, dass die Stabilität abgenommen hat. Also früher musste man Angst haben vor der Sowjetunion, als Westler sozusagen. Aber die Sowjetunion war natürlich eine relativ kontrollierte Macht. Was sich auch übrigens an ihrem Ende zeigt, wo ja das große Schlachten und der große Abwehrkampf vermieden worden ist. Ja. Aber heutzutage, dadurch, weil die USA alles aufwühlen, wird ja die Stabilität weniger, ohne dass es Freiheitszugewinn gibt. Es gibt keinen Gegner. Wenn wir jetzt Syrien nehmen, was soll da rauskommen? Natürlich wird es instabiler. Natürlich wird Al-Qaida diese schönen Waffen kriegen, die die USA jetzt darunter liefern, an die sogenannten Rebellen. Gemäßigte Rebellen gibt es keine mehr, wie Todenhöfer schon im April in der FAZ geschrieben hat. Gemäßigte Rebellen gibt es keine mehr. Es gibt nur noch Al-Qaida und mit diesen Al-Qaida-Kräften wollen jetzt die Amerikaner Assad wegputzen. Aber was ist denn die Taktik dahinter? Weil das kann ja nicht im Sinne der Amerikaner sein, oder vielleicht doch, ja, einen Middle East zu hinterlassen, wo das Chaos regiert. Oder ist das die Taktik? Wenn viele kleine Herde da sind, die chaotisch sind, da können die sich nicht zu einem großen gemeinsamen Staat zusammenschließen und so ein großer gemeinsamer Staat kann dann auch nicht von einer fremden Macht übernommen werden. Ist das die Taktik? Ja, vielleicht hängt es auch mit der Änderung der Rohstoffbasis und der energetischen Grundversorgung zusammen. Die Amerikaner entwickeln ja jetzt dieses Fracking. Das heißt, sie werden von den Ölzufuhren, Gaszufuhren aus dem Mittleren Osten unabhängig, entwickeln selber Ölförderung aus Schiefer und werden zum Exporteur von Energie. Das heißt, der ganze Nahe Osten nimmt eigentlich ab im amerikanischen geostrategischen Interesse und die bomben da vorher erst nochmal alles zusammen und lassen das dann wahrscheinlich in Ruinen stehen, damit sich einfach keine Gegenmacht formieren kann. Weil die Energie dazu fehlt. Ja. Das ist eine Vermutung. Ja. Lassen Sie uns auf Syrien kommen. Was wir über Syrien in den Nachrichten erfahren und was in Syrien wirklich los ist, das sind ja zwei Dinge, die sich unterscheiden. Man müsste ja in Syrien tatsächlich sein und kommt darauf an, wo man dann in Syrien ist, um zu sagen, so ist es in Syrien. Was ist Ihre Einschätzung? Was wird mit Syrien in den nächsten 2 Jahren passieren? Wird es so Syrien noch geben oder wird Syrien geteilt? Was ich ja vermute, und ein Teil geht an die Israelis. Naja, man muss als erstes sagen, dieses Syrien unter Assad hält sich eigentlich sehr gut. Wir haben ja seit 2 Jahren nicht einen Bürgerkrieg, sondern wir haben seit 2 Jahren das Eindringen von Terroristen und Dschihadisten und westlichen Subversanten, die das ganze Land in Schutt und Asche legen. Und in diesen 2 Jahren ist ja im Abstand von 2, 3, 4 Wochen immer wieder vorhergesagt worden, Assad ist in 2, 3, 4 Wochen weg. Und tatsächlich hat er sich gehalten. Und es ist ihm sogar gelungen, jetzt in diesem Frühjahr wesentlich Positionen der sogenannten Rebellen, also Terroristen, zurückzurollen. Ja? Also die syrische Armee ist überall auf dem Vormarsch. Kritisch oder ausschlaggebend dafür war ja die gewonnene Schlacht bei Qusair an der libanesischen Grenze. Ist das mit ein Grund, dass man sagt, okay, es gibt Gas in Syrien, dann müssen wir jetzt was machen, weil sonst ist es zu spät? Ja, ganz genau. Also die Vorstellung, dass ein Regime, westliche Terminologie, eine Regierung, die auf dem Vormarsch ist, militärisch, und die Bündnispartner verlässlich hat, wie Russland, Iran, China, dass ein solches Regime Giftgas einsetzen muss, ist absurd. Früher hat auch der Westen immer gesagt, uns droht die Gefahr, dass Assad in die Enge getrieben Giftgas einsetzt und darauf müssen wir uns vorbereiten.
Aber Assad ist überhaupt nicht in die Enge getrieben. Seine Position hat sich im letzten halben Jahr gefestigt. Deswegen ist es ja gerade so absurd, dass das jetzt behauptet wird, er habe Giftgas eingesetzt. Aber andersrum wird ein Schuh draus, gerade weil er sich so gut hält. Und weil die Regierung stabiler ist als je zuvor in den letzten 2 Jahren, genau deswegen wird jetzt ein Kriegsvorwand geschaffen, um dann wirklich massiv von außen reingehen zu können. Ich möchte mal auf etwas kommen, was mich persönlich als Journalist natürlich stört, wenn ich auf meine, in Klammer, Kollegen jetzt mal blicke. Auch bei einer Person wie Anne Will, die ja eigentlich als seriöse Journalistin gilt, hier Senderfreies Berlin, Volontariat dort gemacht und eben mit ihrer eigenen Sendung Anne Will, wo man denkt, wenn man da einschaltet, da bekommt man also keine reißerische Politik serviert, sondern staubtrocken das Ganze, vielleicht ein bisschen propagandistisch serviert, aber so neutral, wie man sich das für die ARD denken kann. Da lese ich eine Schlagzeile, Syrien vor dem Angriff, bringen diese Bomben den Frieden. Das ist ja schon sehr bösartig, so etwas zu formulieren. Geht Ihnen, wenn Sie sich die Bild-Zeitung anschauen oder wenn Sie sich auch ZDF inzwischen anschauen, die Korrespondenten, die aus Washington zugeschaltet werden, geht Ihnen da manchmal der Hut hoch, wenn Sie sehen, wie da eben ganz subtil auch von, in Klammer, seriösen Journalisten gehetzt wird? Naheliegend, das ist zwar alles traurig und bitter, aber dass einem verkauft wird, dass Bomben den Frieden bringen können? Ja, das ist wirklich Journalier, ja. Prostituierte, wie man sagt, Leute, die selber keine Ahnung vom Krieg haben, nicht gekämpft haben, wollen dann andere in den Krieg schicken und wollen auf andere Bomben niederregnen lassen. Und das Besondere auch in der Situation in den USA ist ja, dass die relativ am stärksten bremsende Gruppe sind ja die Militärs. Weil das sind Leute, die kennen ihr Handwerk. Die sagen dann auch zu Obama, was soll das bringen? Ja, wir haben Afghanistan nicht zu Ende gebracht, wir haben Irak nicht zu Ende gebracht, jetzt willst du nochmal so ein Ding machen. Also die Militärs bremsen, aber die Journalisten, diese Lumpenintelligenz, ja, die macht Druck. Ja. Aber das sind ja auch nur Werkzeuge. Wer hat denn, wenn das Militär da schon bremst, wer hat ein Interesse, diesen Krieg zu führen? Ich meine, die Militärmaschinerie, die beliefert die Rüstungsindustrie. Würden Sie das unterscheiden, die Militärs und die Rüstungsindustrie? Würde ich unterscheiden, und ich weiß am Ende auch gar nicht, man müsste es genau untersuchen. Wir haben es jetzt in dieser Spezialausgabe untersucht für den Fall Irakkrieg. Da gibt es den schönen Ausspruch eines Journalisten, ich glaube von der New York Times, der gesagt hat, wenn man 4 Wochen vorher 25 Leute eingesperrt hätte auf einer einsamen Insel, hätte es diesen Krieg nicht gegeben. Also es gab in der US-Administration, gab es eine Pressure Group aus Neokons und Zionisten, die diesen Krieg eingefädelt haben, die Lügen eingefädelt haben. Jede einzelne dieser Lügen ist in diesem Umfeld Dick Cheney, Vizepräsident, Verteidigungsminister Rumsfeld, sein Stellvertreter Wolfowitz, Libby, der Stableiter von Cheney, Douglas Faith, Richard Pearl, die haben ja praktisch Arbeitsgruppen gebildet und haben die präsidentiellen Strukturen, also die Ämter, die es im Weißen Haus gibt, im Außenministerium gibt, die haben die ausmanövriert und eine eigene Doppelstruktur geschaffen. Und die Presse auch aus dieser Doppelstruktur heraus gefüttert und auch die CIA ausgeschaltet. Die CIA hat eine Zeit lang auch gebremst. Ja. Und was den Irakkrieg angeht und was auch die Versuche des Iran-Krieges, der ja seither immer auf der Tagesordnung steht im Grunde. Was diese beiden Kriege angeht, ist ganz klar diese Struktur Neokonservative plus Zionisten. Mit einer Rückbindung an Israel, also diese 25 Leute, von denen ich damals gesprochen habe, die haben sich eng koordiniert mit Likud-Geheimdienstleuten, auch am Mossad vorbei ist es gelaufen, also wirklich die ganz extreme Rechte in Israel hat da zusammengesponnen. Was jetzt Syrien angeht, müsste man das nochmal anders untersuchen, weil ich habe den Eindruck, dass Israel da auch ein bisschen unschlüssig ist, wie sie vorgehen wollen. Wir haben ja den vergleichbaren Fall Ägypten, wo ja durchaus der arabische Frühling von US-Seite auch unterstützt worden ist. Man hat gehofft, man bekommt eine bunte Revolution hin. Am Ende hat man die Moslembrüder gehabt. Die mussten dann auch wieder weg. Und da war auch Israel dafür. Also Israel stützt ja jetzt durchaus die neue Militärregierung in Ägypten. Ist das eine vorübergehende Regierung?
Das kann heute kein seriöser Analytiker sagen. Ja? Also jedenfalls, die Amerikaner und die Israelis haben in Ägypten die Moslembrüder wieder weggeputscht. Und jetzt wollen sie in Syrien die Moslembrüder rankriegen, statt Assad. Das wollen die verrückten Amerikaner offensichtlich. Aber ich bin nicht sicher, ob die Israelis, die ja in unmittelbarer Nachbarschaft sind, so verrückt sind, dass sie jetzt aus dem relativ stabilen Assad-Syrien einen Hexenkessel von Al-Qaida, Al-Nusra und Moslembrüdern machen wollen. Ja? Wenn man sich mit israelischer Politik und auch mit den sozialen Verwerfungen die da auch resultieren, in Israel auseinandersetzt, da muss man ja eins sagen, das hat mir neulich auch ein israelischer Korrespondent bestätigt, es gibt ja in Israel quasi keine Friedensbewegung mehr. So, es gibt Menschen, die sich eingerichtet haben was immer die da oben machen, ist eine sehr ultrarechte Regierung, die wäre ja von uns aus Seite rechts der NPD, die einfach gesagt haben, das machen wir hier und die immer noch Eretz Israel oben drauf schreiben, die also expandieren wollen. Da ist es klar, was in Syrien deren Interesse ist, das muss nicht das Interesse der israelischen Bevölkerung sein, aber dieser Hardliner, nämlich Golanhöhen gehören uns, wollen wir nicht zurückgeben, im Gegenteil, wir wollen mehr, dazu muss Syrien zerschlagen werden und dann machen wir das. Militärisch halten könnte Israel das mit Sicherheit auch. Was für die Theorie spricht, ist, wir haben ja jetzt bei diesem Giftgasmassaker, wo die USA ohne Beweise Assad die Schuld geben. Da die haben ja eine 4-seitige Presseerklärung gemacht, wo sie ihre Gründe aufführen. Ja, und dann haben sie gesagt, naja, wir können es nicht so genau sagen, wir müssen unsere Quellen schützen. Und eine dieser Quellen, die sie geschützt haben, das habe ich aus der FAZ entnommen, ist ein israelischer Spezialagent, der sich eingeschleust hat in eine Eliteeinheit der syrischen Armee. Und der jetzt behauptet, Assad und seine Leute seien es gewesen. Das heißt, ein israelischer Kronzeuge, der die ganze Inszenierung eingefädelt hat. Wird aber nicht drüber gesprochen. Gott sei Dank hat es die FAZ geschrieben. Ich möchte mal den Sprung zurück machen zum Heft, weil das hat alles miteinander zu tun. Geopolitik ist eben sehr kompliziert. Sie müssten eigentlich ein Heft auf den Markt bringen, was 3-mal so dick ist. Und dann hätten sie es immer noch nicht. Der Hauptfeind, also der konstruierte Hauptfeind der Israelis, ist ja der Iran, der nichts anderes zu tun hat, angeblich als Israel auszulöschen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Der hätte ja gar keine Chance, der Iran Israel auszulöschen, denn der Iran hat keine Atomwaffen, während Israel atomar bewaffnet ist. Aber weil wir uns im Vorfeld auch unterhalten haben, es gibt Kräfte natürlich in Israel, die gerne heute als morgen einen Krieg gegen den Iran hätten, können den Krieg aber alleine nicht führen, weil das Land ist 2000 Kilometer entfernt und die vielleicht jetzt noch die Enden der Amtszeit von Obama, ihrem Coverboy, nutzen, sagen dazu, wir müssen da jetzt Nägel mit Köpfen machen, weil was nach Obama kommt, wissen wir nicht. Wir wissen nur eins, es wird immer schwieriger werden, bei einem Land wie den Vereinigten Staaten mit dieser Schieflage, bei der Bevölkerung und auch bei den Militärs zu sagen, wir brauchen noch einen Krieg, weil die fragen irgendwann, hör zu, wir halten zwar viele Leute in Lohn und Brot aufgrund der Rüstungsindustrie, aber das kann ja nicht der endgültige Weg sein. Glauben Sie, dass Barack Obama gezwungen wird von den üblichen Verdächtigen in einen Krieg, den er gar nicht will und dass er deswegen gesagt hat, ich gebe das an den Kongress raus, so kann ich praktisch stehen, die gegen den Krieg signalisieren, ich bin auch dagegen, aber der Kongress hat das ja jetzt bestimmt. Naja, Fakt ist, dass im letzten Jahr, 2012, Obama zu Netanyahu gesagt hat, wir ziehen nicht mit beim Iran. Da war ja extra der Oberkommandierende der USA, Dempsey, in Israel und hat zu Netanyahu gesagt, eure Uhren laufen anders. Also weil der ja immer sagt, time is running out und jetzt müssen wir was tun und so. Hat Dempsey gesagt, eure Uhren laufen anders. Und wir sind nicht verpflichtet, euch zu unterstützen. Ist ganz klar gesagt worden. Und daraufhin ist ja Netanyahu auch vor der UNO aufgetreten, hat diese Wahnsinns-Comic-Zeichnung gebracht mit der iranischen Bombe, hat aber in der Rede schon gesagt, ja, wir müssen das verschieben auf nächsten Sommer. Früher wird es nicht laufen, während er vorher immer gesagt hat, nur noch wenige Wochen mehr oder weniger. Ja. Also Obama ist schon auf die Bremse getreten gegenüber Netanyahu, was den Iran angeht. Und auch der neue amerikanische Verteidigungsminister, dieser Chuck Hagel, ist ja Israel kritisch eigentlich. Ja. Deswegen kam auch Breitseite von der Presse diesbezüglich. Ganz genau, die wollten den nicht haben. Ja. Deswegen glaube ich schon, dass Obama in der Situation eher der Getriebene ist. Und es war ja auch bemerkenswert, dass die schärfsten Geschichten am Anfang der Eskalation, also am 21. August war ja diese Giftgasattacke und wer dann am Anfang am meisten Druck auf Krieg gemacht hat, war ja Cameron und Hollande.
Obama hat sich ja eher zurückgehalten. Ja. Jetzt sind Cameron wurde gezügelt vom Parlament. Hollande ist nicht gerade das militärische Schwergewicht. Jetzt ist Obama plötzlich in der ersten Reihe. Ja? Und wenn er die Krise nicht im Sinne der amerikanischen Großmachtinteressen löst, dann werden die ihn wegpusten. Auf die eine oder andere Weise. Was ja jetzt immer ins Feld geführt ist, Barack Obama hat so oft letztes Jahr schon von der roten Linie gesprochen, die Assad überschreiten würde, wenn er denn Giftgas einsetzen würde, wo suggeriert, er hat es vor oder er hat bereits, dass er jetzt diesen Krieg machen muss, nachdem die Amerikaner behaupten, er hätte eingesetzt, weil sonst würde Amerika oder vor allem Präsident Obama ja sein Gesicht verlieren. Da gibt es ja eine Mechanik des Krieges, die auch schon Ellsberg beschrieben hat in seinen Büchern, Pentagon Papers oder auch Ich erkläre den Krieg. Wie beurteilen Sie denn jetzt in der letzten Amtszeit Barack Obama? Glauben Sie, das ist jemand, der sehr spät aber erkannt hat, wo er da eigentlich hineingeraten ist und der diesen Krieg auf gar keinen Fall will? Oder würden Sie sagen, der Mann ist wirklich unglaublich geschickt, im Grunde ist er schlimmer als George W. Bush, nur er hat wirklich Top-Image-Berater, weil er verkauft das wirklich lächelnd. Er gibt einfach kein gutes Feindbild ab. Und es fällt schwer, einem Friedensnobelpreisträger, mit einem Friedensnobelpreisträger ein Feindbild aufzubauen. Schwierig. Ja, das ist ja das Besondere an der neuen Weltordnung. Und das steht ja auch sehr stark im Mittelpunkt der Beweisführung von Kompakt Spezial. Dass sich das Gesicht der Kriegstreiber hat sich geändert. In meinem Editorial habe ich die Überschrift der hässliche Amerikaner. Wer war früher der hässliche Amerikaner? Das waren diese Cowboy-Typen, diese Rednecks, diese Ku Klux Klan-Leute, Halbfaschisten irgendwie, ja. Und mit ihrem Slogan, spreche sanft, aber bringe den größeren Knüppel genau. mit. Ja. Und jeder, der jetzt irgendwie nach 68 aufgewachsen ist, der hat eine intuitive Ablehnung gegenüber diesen Leuten gehabt. Jetzt aber, wo die 68er selber die Kriege führen, stellt man an die Spitze Charaktermasken, die dem Lebensgefühl der 68er entsprechen. Also Leute ohne Krawatte, auch mal ein Schwarzer, auch mal ein Schwuler, auch mal eine Frau und die reden locker daher und die sind durchaus kritisch. Sind auch kritisch und loben Martin Luther King und dieser nicht Make Love Not War, sondern Make Love End War. Dieses Feeling, ja, und das bringt Obama perfekt drüber, ja. Und deswegen ist er im Grunde die perfekte Charaktermaske für diese neuen Kriege, ja. Und das ist auch sehr interessant. Er twittert ja und er ist ja mit den Wählern bei Facebook befreundet. Ach ja, furchtbar, ja. Und dieser Hollande ist ja genau dieselbe Kategorie, ja, diese Sozialistenbruder in Frankreich, die alle guten Traditionen des Sozialismus in Staub tritt, ja, mit ihrer Kriegsgeilheit. Der bringt keine Wirtschaftspolitik zustande, aber führt einen Krieg nach dem anderen, ja. Man fragt sich, mit welchem Geld? Wahrscheinlich mit unserem am Schluss, ja. Aber ich will noch mal auf die gesamte Entwicklung dieser Kriegspropaganda seit 1990 rausgehen. Das ist nämlich im Heft sehr wichtig rausgearbeitet. Wir haben von 1992 bis 1999 den Balkan als Brennpunkt der Weltpolitik. Auch der deutsche Politik wird laufend diskutiert, müssen wir eingreifen, muss die Bundeswehr jetzt nicht endlich mal was machen, die Zeit der Zurückhaltung ist vorbei und so weiter. Und am Anfang ist diese Kriegspolitik in Jugoslawien oder damals noch in Bosnien vor allem gerechtfertigt worden, antikommunistisch. Man hat gesagt, Milosevic, das ist doch ein serbischer Panzerkommunist. Und dagegen muss die freie Welt und das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Also diese ganze Rhetorik und Propaganda, wie man sie aus dem Kalten Krieg kennt, ist am Anfang in Anschlag gebracht worden. Und das waren die Zeiten, da waren in Deutschland zum Beispiel SPD und Grüne noch hauptsächlich mehrheitlich gegen den Krieg. Und dann ungefähr ab 1992, Ende 1993 ändert sich die Kriegspropaganda, wird praktisch rumgedreht. Und man beginnt jetzt die Serben nicht mehr als Kommunisten oder als Panzerkommunisten zu kennzeichnen, sondern als Faschisten. Und dann tauchen die Bilder auf mit ausgemägelten Gefangenen, muslimischen Gefangenen hinter serbischen Stacheldrahtzäunen. Und es wird der Vergleich gemacht zu Auschwitz und so weiter. Joschka Fischer. Ganz genau. Und das heißt, der Krieg, der ursprünglich als antikommunistischer Befreiungskrieg, ganz im Sinne des Kalten Krieges, stilisiert worden ist, wird plötzlich antifaschistisch verkleidet und der Gegner ist immer der Hitler. Und das
ist eigentlich die grandiose neue Erfindung. Und diese neue Erfindung konnten diese Cowboy- und Ku Klux Klan-Typen und auch die alten CDU-Stahlhelmer, das konnten die gar nicht bringen. Da hat es einen gebraucht wie Joschka Fischer, der sagen konnte, Moment mal, ich bin doch ein alter Autonomer und Steinewerfer. Pazifist und ich weiß, was Faschismus ist und deswegen müsst ihr mir jetzt folgen. Nach dem Motto, wenn der das jetzt sagt, Ja. dann darf ich das auch als Taz-Leser jetzt sagen. Genau. Und man sagt ja, wenn Helmut Kohl den Krieg gegen Jugoslawien angefangen hätte, wenn er die Wahl 98 nochmal gewonnen hätte und dann Krieg geführt hätte, hätten wir in Berlin 1 Million Menschen auf der Straße gehabt und Joschka Fischer hätte die Hauptrede gehalten. Aber weil Fischer den Krieg geführt hat, hatten wir nur 30.000 auf der Straße und die Hälfte davon waren Serben. Trotzdem fällt ja etwas auf, Amerikaner gewinnen nicht mehr so einfach Kriege, ja, wo man Kriege ja auch gar nicht gewinnen kann und von einfach nicht die Rede, aber Sie wissen, was ich sagen möchte. Ich meine, wenn Amerika sagt, wir würden auch eben ohne Weltsicherheitsrat, würden das alleine machen, ist das für mich inzwischen eine leere Drohung. Natürlich können sie das machen und ich glaube auch, dass sie das machen werden, aber sie gewinnen diese Kriege ja nicht mehr. Das ist ja ein heilloses Durcheinander und am Ende hat man einen Krisenherd, der einem völlig aus dem Ruder läuft. Man sieht es ja im Irak, das hätte man billiger haben können. Ja, ich glaube, wenn man die irakische Führung gekauft hätte, wäre es billiger gekommen und man hätte mehr davon, als was da heute ist, weil daraus aus diesen Herden entwickelt sich ja Terrorismus oder sonst irgendwelche Allianzen. Die Frage, die mich interessiert, ist, eine solche Drohung soll ja etwas anderes sagen, nämlich soll Partner ins Boot holen, so verstehe ich das immer. Ein möglicher Partner, der nicht richtig mitspielt, also immer weniger mitspielt, meiner Meinung nach, jedenfalls die Bevölkerung nicht, ist ja Deutschland. Also Deutschland auch jetzt, was Syrien angeht, ist ja nicht so, oh, da sind wir dabei. Bei Schröder war es schon so, wir sind nicht dabei. Welche Rolle wünschen Sie sich denn eigentlich von Deutschland? Weil Kompakt ist ein deutsches Magazin und die Amerikaner, gerade in Berlin, hatten immer ein gutes Image. Ich sage nur mal Care-Pakete und Luftbrücke. Aber welche Rolle wünschen Sie sich denn jetzt von den neuen politisierten Deutschen? Wie sollen sie mit dem Konflikt umgehen? Wie sollen sie mit Amerikanern umgehen? Und welche Rolle wünschen Sie sich für dieses große und sehr starke Europa in Europa, wenn es um Kriegs- oder eben um Friedenspolitik geht? Oder können Sie da haben Sie gar keine Option? Kompakt hat ja den Untertitel Magazin für Souveränität. Das heißt, Souveränität lässt sich auf vielerlei Weise verstehen und jede Interpretation von Souveränität ist positiv. Also natürlich persönliche Souveränität, das heißt, dass man in sich ruht, dass man dann auf Augenhöhe Beziehungen eingeht und so weiter, ist ein Element. Aber in dem Fall natürlich geht es um die staatliche Souveränität. Es ist ein ganz starker Ansatzpunkt von uns. Deutschland muss sich unabhängig machen von diesem großen Bruder, der unsere Politik bestimmt, sodass eigentlich der Bundestag nur noch eine Abnickveranstaltung ist. Ja. Ist für Sie Frau Angela Merkel eine Abnickerin? Wir schreiben ja in der September-Ausgabe jetzt die amerikanische Kanzlerin. Also sie steht natürlich an der Spitze der amerikanischen Lobby, wobei sie es immer fertig bringt, das ein bisschen auf ihre hausfrauliche Art zu verkleiden. Ja, in Deutschland gilt deutsches Recht. Solche Sprüche. Solche Sprüche, ja. Aber nichts dafür tun. Und immer wenn es zum Krieg kommt, steht sie an der Seite der Amerikaner oder der Israelis. Und es sei ja auch daran erinnern, dass 2003 beim Irakkrieg, als Schröder Nein gesagt hat, sie von ihrer Warte aus gesagt hat, eigentlich müssten wir, das heißt auch die Deutschen, Bush unterstützen gegen die irakischen Massenvernichtungswaffen. Das heißt, die hat damals das Lügenspiel voll mitgespielt. Und so auch jetzt. Ja. Also wenn man sich vor einigen Tagen die Sendung des Kanzlerduell angeguckt hat, Merkel gegen Steinbrück, Steinbrück war natürlich auch eine Katastrophe. Aber ich habe bei Frau Merkel ja die deutsch-nationale Kette gesehen, das hat mich amüsiert. Die Schlange. Die Schlange in den Deutschlandfarben. Wobei also die Farben waren, glaube ich, falsch rum. Ja, aber ich fand es, wo ich sage, das bringt die Frau wirklich, also knallhart. Ja, knallhart, ja. Aber gleichzeitig hat sie natürlich auch suggeriert, völlig klar, Saddam war es mit seinen Leuten, der Giftgasanschlag. Assad, selbe Story wie Saddam, deswegen verwechselt man das schnell. Und sie hat ja auch gesagt, man braucht ein UNO-Mandat oder einen NATO-Beschluss oder einen EU-Beschluss. Das heißt mit anderen Worten, im Unterschied zu Steinbrück, der gesagt hat, UNO ist Pflicht, kann sie sich auch einen reinen NATO-Beschluss vorstellen. Und ein Krieg, der nur durch die NATO beschlossen wird, aber von der UNO nicht grünes Licht hat, ist immer ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, wie 1999 gegen Jugoslawien oder 2003 gegen Irak. Und das will sie jetzt wieder haben. Könnte sie sich aber vorstellen? Könnte sie sich vorstellen, ganz genau. Aber wir waren ja bei der amerikanischen Lobby oder bei der Frage, was kann eigentlich Deutschland tun? Also wir verfolgen ja
schon mit letztem Jahr mit der Souveränitätskonferenz, die wir in Berlin gemacht haben, aber jetzt auch verschärft, seit Snowden seine Sachen auf den Tisch gepackt hat, eine Orientierung, die diese Unabhängigkeit Deutschlands einklagt und dafür Argumente liefert, sowohl was die Besetzung durch die NSA, CIA angeht, also die ganzen Lauschangriffe, wo unsere Bürgerrechte ausgehebelt werden und wogegen Angela Merkel nichts macht, sondern nur vertuscht, als auch natürlich die Besetzung durch die US Army, was natürlich im Zweifelsfall noch schlimmer ist, weil da wird von deutschem Boden aus ohne Beschluss der deutschen Parlamente, nicht mal mit Zustimmung der Regierung, wird deutsches Territorium genutzt für völkerrechtswidrige Kriege. Ja, und ich sage Hut ab vor Österreich, die haben letzte Woche einen Beschluss gefasst, österreichisches Gebiet war von den Amerikanern nicht für einen Angriff auf Syrien benutzt werden. So einen Beschluss müsste Deutschland auch machen. Und so einen Beschluss hat Deutschland schon mal gemacht. Ich erinnere mich an den Yom Kippur-Krieg 1973, damals Bundeskanzler Willy Brandt. Als es da unten losging, Israel gegen Ägypten und Syrien war das ja, da wollten die Amerikaner Nachschub an die Israelis liefern über Bremerhaven. Das haben sie wie selbstverständlich gemacht. Willy Brandt hat es spitz gekriegt und hat gesagt, es geht nicht so weiter. Das darf nicht mehr gemacht werden. Ja? Der Krieg war dann sehr schnell zu Ende, deswegen kam es an dem Punkt nicht zur Konfrontation mit Kissinger, dem damaligen amerikanischen Außenminister. Aber von Brandt liegen die Dokumente klar auf dem Tisch. Und das Mindeste, was man jetzt verlangen müsste in der jetzigen Situation, ist von der Bundesregierung, dass sie sagt, wir sind gegen den Krieg. So wie Schröder das 2003 gesagt hat. Da gehört noch nicht mal arg viel dazu. Ja? Aber Herr Elsässer, natürlich ist auch so, dass es reicht eben nicht nur gegen den Krieg zu sein. Sie werden das nicht bestreiten, aber da hatten die Römer schon recht, wer den Frieden will, rüstet sich für den Krieg. Also sobald ein Land Schwäche zeigt, könnte es sein, dass irgendwo anders jemand durchdreht und sagt, die sind nicht verteidigungsfähig oder die sind nicht bereit, wenn wir quasi im Vorfeld uns jemanden einverleiben, dort gegen etwas zu unternehmen. Mit Ihrem Heft Kriegslügen der USA bedienen Sie ja schon den einen oder anderen, der Ressentiments gegen die USA hat. Dagegen sollen Sie gar nichts machen, das ist auch in Ordnung. Aber der nur auf ein Heft wartet, wo die Amerikaner durch den Kakao gezogen werden oder mit Fakten einfach ins Gesicht geschlagen, die sind eben, kann man ja so oder so eben auslegen. Sie legen es nicht so wohlwollend aus, weil sie sagen, der Spaß hört auf. Der Spiegel würde es anders auslegen. Der hätte noch irgendwo Verständnis. Ja, und der hetzt ja auch zum Teil und nennt, also Spiegelkorrespondenten hetzen im Moment und nennen Obama einen Schwächling, weil er nicht endlich in Syrien einreitet. Worauf ich hinaus möchte ist, angenommen, Deutschland löst sich in den nächsten 20, 25 Jahren aus dieser Zwangsumarmung, nenne ich das mal, die uns ja auch lange genützt hat. Amerika hat viel für Deutschland getan, das kann man ja nicht in Abrede stellen. Das war zwar nicht selbstlos, aber trotzdem haben wir davon was gehabt. Und löst sich vielleicht aus dieser Zwangsumarmung, löst sich vielleicht aus dieser NATO, wie man das bezeichnen möchte, dann wird Deutschland ja auch eine Verantwortung militärisch übernehmen müssen. Damit muss man sich auseinandersetzen. Wie sehen Sie denn diese militärische Auseinandersetzung? Es ist ja absurd zu glauben, dass wenn Deutschland sagt, sie machen nicht mehr mit, dass es keine Konflikte mehr geben wird, wo es gut ist, ein Militär zu haben. Was wünschen Sie sich denn? Dass es eine neue Art von NATO gibt, dass sich in Europa andere Bündnisse bilden, wo man das sagt dazu, das ist der allerletzte Schritt, aber für uns ist Diplomatie das Allerwichtigste und wenn gar nichts mehr geht, machen wir immer noch Diplomatie. Wir würden jetzt zum Beispiel Diplomatie mit dem Iran machen, um das abzubauen. Ist das etwas, wo Sie sagen, da kann sich Deutschland dann nicht vordrücken? Vielleicht ist es so, dass Deutschland später mal ohne die Amerikaner sagt, wir sind zwar total gegen Krieg, aber in diesem Fall müssen wir jetzt auch mal Krieg machen, ohne die Amerikaner, unserem eigenen Bündnis? Also mein Vorbild ist die Schweiz. Das sage ich schon seit Jahren, ja. Und die Schweiz fährt ja gut mit der Politik der bewaffneten Neutralität. Das heißt, man ist wehrhaft, aber nur zur Landesverteidigung. Man schützt die eigenen Interessen, aber nicht mit der Wahnsinnsvorstellung, man müsste die eigenen Interessen am Hindukusch oder in der Sahara verteidigen. Man verteidigt etwas, was einem gar nicht gehört. Ganz genau. Das ist der Unterschied zwischen, ich sag mal, Patriotismus und Imperialismus. Ja? Die Schweiz hat eine patriotische Struktur. Und die Souveränität der Schweiz ist auch eine Souveränität im Innern. Das heißt, durch Volksentscheide zum Beispiel ist der Souverän jederzeit in der Lage, Politik zu korrigieren. Ja. Das ist eigentlich ein sehr, sehr fortschrittliches Modell. Mit einem ziemlich langen Anlauf. Mit einem ziemlich langen Anlauf, ja. 50 Jahre, glaube ich, ne? Ja, ziemlich langen Anlauf, gleichzeitig aber auf einer relativ kleinen territorialen Basis. Das heißt, Deutschland, was ja eine größere territoriale Basis hat, auch mehr Rohstoffe hat, die Schweiz hat ja praktisch keine Rohstoffe und trotzdem kann sie neutral überleben.
wir hätten eigentlich im Grunde von der stofflichen Struktur her viel bessere Möglichkeiten. Ja. Na, aber die Schweiz ist ja auch die Weltbank, um es mal so zu sagen. Da bringen ja alle ihr Geld hin. Die lebt ja auch von Geldwäsche, das weiß man ja auch. Ja, deswegen soll sie ja jetzt auch geknackt werden, weil die Amerikaner wollen das Geld gerne bei sich konzentrieren. Ja. Aber dieses Modell Schweiz bedeutet ja nicht, dass man sich in den Krähwinkel zurückzieht, sondern die Schweiz spielt ja durchaus eine aktive Rolle in der internationalen Diplomatie, bei Friedenslösungen, bei humanitären Einsätzen, beim Roten Kreuz, eine Schweizer Erfindung. Das heißt, was die Amerikaner oder die Globalisten, nicht die Amerikaner, die Globalisten uns einreden wollen, ist ja zu sagen, internationale Solidarität heißt Truppen in der Weltgeschichte herumschicken und notfalls auch bomben. Und da sage ich, das ist keine internationale Solidarität. So, internationale Solidarität ist stabile, verlässliche wirtschaftliche Beziehungen aufzubauen, anderen Ländern helfen, auf die Beine zu kommen und wo es dann Konflikte gibt, bietet man sich als ehrlicher Makler an. Glauben Sie, dass das ein Fehler war, die deutsche Armee zu einer Berufsarmee zu machen? Ja, das sowieso. Das war unbedingt ein Fehler, weil dadurch die Armee im Grunde, die Bundeswehr wird zu einer bezahlten Söldnertruppe für die Amerikaner. Ja. Also die eigene territoriale Verteidigung spielt da gar keine Rolle mehr. Wo sehen Sie Amerika in 25 Jahren? Und welche Rolle wird Russland in Bezug auf Deutschland spielen? Also wenn sich Deutschland aus dem Aggressionsbündnis NATO herauslösen will und eine neutrale Position einnehmen will, wie etwa die Schweiz, dann ist in der Übergangsphase, bis wir neutral sind und in uns ruhen, natürlich eine gewisse Anlehnung an Russland unabdingbar. Also wir kommen ja aus diesem Atlantikblock gar nicht raus, aus eigener Kraft. Ja, die drehen uns vielleicht noch den Saft ab, was Energiezufuhr angeht. Das heißt, wir brauchen verlässliche Partner auf der anderen Seite. Ja, aber viel mehr unsere Nachbarn sind, rein geografisch gesehen. Natürlich. Und komplementär, was die Wirtschaft angeht. Das heißt, Deutschland hat das Hightech, Russland hat die Rohstoffe. Das kann man tauschen, das kann man zur Not sogar ohne Geld tauschen, auf Barterbasis. Ja. Und das ist im Übrigen auch kein Imperialismus, weil die deutsche Industrie investiert sehr stark in Russland. Die Russen sind da dankbar drum. Und die Deutschen sind in aller Regel so fair, dass sie sagen, wir investieren nur bis 49%. Das heißt, wir geben euch das Kapital, aber wir wollen nicht die Mehrheit, wir wollen gar nicht mitbestimmen in dem Sinn. Ja, wir wollen einfach, dass es fair läuft, ohne Korruption läuft, dass wir auch aber wir helfen euch natürlich auch, einen Markt zu entwickeln, der unsere Produkte kaufen kann. Natürlich. Ja. Es ist ein kapitalistisches Modell, aber kein imperialistisches. Das ist ja das Problem bei den Amerikanern, dass sie gar nicht mehr weltmarktfähig sind mit ihren Produkten. Also wenn jetzt zum Beispiel Iran sagen würde, wenn es mit dem Iran eine Übereinkunft gäbe, hört mal, wir wollen euch jetzt nicht mehr bombardieren, wir machen jetzt friedliche Wirtschaftsbeziehungen. Ihr macht eure Ölfelder und Gasfelder auf, wir machen Joint Ventures und beuten das aus. Ja. Ist ja klar, dass den Zuschlag nicht die Amerikaner kriegen würden. Sondern das würden sie lieber mit den Deutschen machen oder mit den Russen machen. Das sind verlässlichere Partner, die Technik ist besser und man wird nicht beschissen. Ja. Und genau deswegen müssen die Amerikaner auf Krieg setzen, weil nur so können sie den Weltmarkt, den sie ökonomisch gar nicht mehr beherrschen können, hintenrum über militärische Mittel so konfigurieren, dass sie dann den Rahmen abschöpfen. Ja? Also die ganzen Geschichten in Saudi-Arabien, die Amerikaner verkaufen der Militärtechnik, die Saudis können gar nicht damit fliegen. Aber da fließen natürlich Milliarden und Abermilliarden. Eins muss man den Amerikanern aber lassen, also der amerikanischen Gesellschaft lassen. Sie haben eine Wirtschaft, die zwar im Moment sehr, sehr marode ist, aber der man immer auch nachsagt, und das stimmt ja auch, dass sie flexibel ist. Also die Amerikaner haben Silicon Valley aus dem Boden gestampft und man muss ihnen auch eins sagen, ihre Thinktanks sind ja international besetzt, da versuchen sie eben auch internationale Denke für sich auszubeuten, indem sie erstmal dechiffrieren. Es könnte auch sein, dass Amerika zur Besinnung kommt, nehmen wir mal das Positive an, und dass sie so werden, wie wir glauben, dass sie früher waren. Ja, dass sie plötzlich sagen, ey, wir waren da total auf dem Trip, so wie ein älterer Bruder, der sich total daneben benommen hat und dann übt der Rest der Familie mal Druck aus und dann sagt er, okay, alles klar. Glauben Sie an sowas auch? Oder ist das amerikanische Jahrhundert abgelaufen, nur läuft es eben wie bei vielen Dynastien über viele, viele Jahrzehnte oder 150 Jahre aus?
Ich sehe die Entwicklung schon wie im Römischen Reich. Das Römische Reich war ja am Anfang auf einer gesunden wirtschaftlichen Basis, nämlich Landwirtschaft. Und dann sind die imperial geworden und haben das Mittelmeer beherrscht und die eigene Produktionsbasis zerstört durch importierte Sklaven und geraubte Weizen aus sonst woher. Ja. Also die hatten ja dann am Schluss in Italien gar keine Leute mehr, die arbeiten, sondern sie hatten nur noch Sklaven und Oberschicht. Und alles andere haben sie zusammengeraubt. In die Richtung hat sich auch USA entwickelt. Also die eigene Ökonomie ist kaputt, aber sie rauben es von überall her zusammen mit dem Falschgeld Dollar, den man aber annehmen muss, weil sonst wird man militärisch Ich habe immer einen dabei. botmäßig gemacht, ganz genau. Nur muss man sagen, das Modell des Römischen Reiches war ökonomisch kaputt und hat sich trotzdem noch 200, 300 Jahre weitergeschleppt. Also das setzt sich nicht sofort um. Deswegen ist es schwierig mit der Prognose. Ja, die USA, die können sich noch 200 Jahre weiterschleppen, noch 250 Jahre weiterschleppen. Und können am Schluss auch alles mitreißen. Das könnte auch sein. Ich persönlich glaube das ja nicht, dass sie alles mitreißen. Ich glaube, dass man in Amerika dahingehend zur Besinnung kommt, dass es vielleicht so sein wird, dass in Amerika selber eine neue Revolution anbricht, dass das Volk rebelliert. Wenn man sich die Unabhängigkeitserklärung von Jefferson durchliest, ich meine, die Amerikaner kennen die auch, ne? Wird dort gelehrt, gehe ich von aus. Und ich glaube auch der ein oder andere Amerikaner versteht, was da drin steht. Das ist ja auch schon ein Aufruf gegen eine Regierung, die dem Volk dauernd schadet. Und das wird den Amerikanern ja auch aufgehen. Ich meine, der Amerikaner dem geht es nicht so gut wie dem Europäer. Ist das denkbar für Sie, dass es zu einer Rebellion kommt? Die Amerikaner schauen ja immer auf die Revolution außerhalb. Aber eine Revolution im Inland, ist das für Sie nicht auch denkbar? Gibt es da Anzeichen, wo Sie sagen, die Leute nehmen nicht mehr alles hin? Dazu bin ich nicht gut genug als Amerika-Kundler. Was ich nur beobachte, was es tendenziell aber auch in Europa gibt, ist, dass die verschiedenen Protestlager nicht zusammenkommen. Also wir hatten ja sehr gute Ansätze bei der Occupy-Bewegung auf der einen Seite und dann hatten wir sehr gute Ansätze auch bei der Tea Party-Bewegung auf der anderen Seite. Vor allem die Tea Party-Bewegung war natürlich auch sehr schnell unterwandert von, ich sag mal, gerade neokonservativen oder zionistischen Kräften. Und die Occupy-Bewegung war auch chaotisiert, ich sag mal, durch Subversion von den Diensten. Ja? Und diese Lager sind gar nicht zusammengekommen. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt ist eine Gesellschaft so kaputt, und da ist übrigens auch die Analogie zum Römischen Reich, die Gesellschaft ist so kaputt, dass Spartacus mit seinem Aufstand kam ja nicht mehr durch. Und das Reich ist dann zusammengebrochen, nicht mehr durch innere Aufstände, Revolution, sondern durch die Völkerwanderung, also durch die Germanen, die das dann übernommen haben. Ja. Lassen Sie uns zurückkommen auf das Kompakt-Spezial, was Mitte September an den Kiosken sein wird für 8,80 €, glaube ich, das richtig gelesen habe. Kriegslügen der USA. Wenn man sich das Heft durchblättert dann, und sich als Journalist an viele dieser Fakten erinnert, dann stellt man eben auch fest, wie viel man davon schon quasi verdrängt hatte. Dann ergibt sich ein Gesamtbild. Der Nimbus der Vereinigten Staaten, das ist das, was ich aus dem Heft herauslese. Der Nimbus der Vereinigten Staaten als großes Vorbild, dieser Nimbus existiert so nicht mehr. Ich glaube, in Deutschland gibt es ihn noch zum Teil, kommt darauf an, in welches Bundesland Sie reisen. Ich glaube, in Baden-Württemberg und Bayern wird man das noch glauben, aber in MacPom sieht man das anders, in Berlin auch, in anderen europäischen Ländern auch. Wenn ich jetzt gerade lese, die Arbeitslosenzahlen auch in Griechenland sind auf die Amerikaner bestimmt auch nicht so gut zu sprechen, weil sie natürlich wissen, dass die Amerikaner da Einfluss ausgeübt haben. Wenn ich lese, ein Niedergang für die nächsten 20 Jahre, prognostizieren hier die Gewerkschaften. Wer könnte diesen Niedergang, den Sie in dem Heft ja nicht beschreiben, sondern der sich einfach abzeichnet, wer könnte diesen Niedergang für sich nutzen? Was glauben Sie, was wird in den nächsten Jahren passieren mit den Chinesen, mit den Indern und mit den Russen? Wird es dort eine Allianz geben? Es gibt ja die Allianz schon, es gibt den Shanghai-Pakt, also wo China, Russland und einige zentralasiatische Staaten plus Iran als Beobachter zusammenwirken. Ursprünglich gedacht gegen den Terrorismus, der sich in diesen Staaten vor allem als sunnitischer Terrorismus abspielt, aber jetzt auch mit ersten gemeinsamen Militärmanövern. Und wir haben über den Shanghai-Pakt hinaus sozusagen begleitend die sogenannten BRICS-Staaten, also die Schwellenländer, auch geführt von Russland und China, Brasilien, Südafrika gehört noch dazu, Indien, die ein dynamisches Modell haben, weil sie im Unterschied zu dem Spekulations-Casino-Kapitalismus der Angelsachsen stärker auf industrielle Entwicklung setzen. Ja, also China ist ja heute sozusagen die Manufaktur der Welt, computergestützte Manufaktur, Indien genauso. Also da gibt es schon eine Gegenkraft, einen Gegenpol.
Allerdings ist es relativ informell bisher. Die Welt wird multipolarer, das ist allgemein bekannt. Die großen Blöcke sind weggefallen und wenn eben nur ein großer Block übrig ist, bekommt ihm das nicht. Das steigt ihm zu Kopf und er schadet am Ende sich selbst. Er demontiert sich selbst, weil er keinen Widerstand bekommt. Was wird aus Amerika in den nächsten 10 Jahren? Können Sie da eine Option abgeben? Also Obama wird ja nicht nochmal ins Amt gehen können. Gibt es da jemanden, wo Sie sagen, da kommt dann ein Hardliner wieder und der wird nochmal richtig Tabula Rasa machen? Also in Amerika ist es ja deutlicher als wahrscheinlich sogar in Deutschland, dass der Präsident immer eine Marionette ist. Und egal mit welchen guten Absichten er anfängt, Obama hatte am Anfang wahrscheinlich gute Absichten, er kommt einfach nicht durch. Ja. Und schon die Auswahl der Kandidaten läuft ja übers große Geld. Ja. Wir regen uns alle auf, beim Iran wird die Auswahl der Kandidaten vom Wächterrat gemacht. Also nach religiösen Motiven, ja. Aber in den USA gibt es natürlich auch eine Auswahl, nicht nach religiösen Motiven, sondern nach Geldmotiven. Und jemand wie Ron Paul, der da eben nur ein Zehntel von dem Kapital hinter sich hat, der wird nie Präsident werden können. Ja? Das macht ja die Situation so hoffnungslos. Deswegen, ich glaube, die USA werden versuchen, das durchzuziehen. Sie werden sich weiter verpanzern im Innern. Das wird ein Überwachungsstaat werden. Es ist schon ein Überwachungsstaat, aber das wird noch zunehmen, ja. Und die Lage wird sich erst ändern, wenn sie tatsächlich eine Niederlage erleiden müssen, ja. Es ist ja auch der Zusammenbruch der Sowjetunion war ja unmittelbare Folge von der Niederlage am Hindukusch. Herr Elsässer, eine letzte Frage zum Kompakt-Spezial, Kriegslügen der USA. Wenn die Vereinigten Staaten an Boden verlieren, wenn ihr Nimbus bröckelt, wenn sie nicht mehr am Boden gewinnen und ein Land kann man nicht nur mit der Luftwaffe einnehmen, man muss auch dann Truppen reinbringen, wenn die eigenen Militärs sagen, da gehen wir nicht rein, dann hat das ja Konsequenzen. Und zwar nicht nur für die Vereinigten Staaten, wo die Bürger irgendwann sagen, so, jetzt reicht uns das, was da draußen passiert, wir ziehen uns jetzt auf unser Land, auf eigenes Land zurück, da wird der Wohlstand vielleicht bröckeln, aber wir haben ja hier eigentlich alles. Aber es hat ja vor allem Konsequenzen für die Partner, also vor allem für die Partner im Mittleren Osten. Nehmen wir mal Katar, nehmen wir Saudi-Arabien und so, Bahrain. Totalitäre Regime. Was bedeutet das für diese Region? Wenn der große Bruder, der diese Scheichs, die ja da walten gegen ihre eigene Bevölkerung, wenn die keinen großen Bruder mehr haben, der sie schützt, was bedeutet das für die Region? Bedeutet das Bürgerkrieg im Innern? Bedeutet das totales Chaos? Also die Golfmonarchien sind natürlich extrem gefährdet, weil sie sind nicht nur religiös sehr altertümlich, mittelalterlich ist fast untertrieben, sondern sie sind natürlich auch sehr... Das sind einfach Superkapitalisten, ja, die Leute ausbeuten. Und das kann eigentlich nicht lange gut gehen. Und sie stehen unter Bedrohung aus zwei Richtungen. Einerseits die Richtung der Moslembrüder, also Sunniten, gegen die man aus freiheitlicher Sicht viel einwenden kann, die aber auch einen sozialen Anspruch haben. Und dann aus der Richtung der Schia, also von den Schiiten, mit dem Hauptland Iran, der sehr viel mehr als die Sunniten einen grundsätzlichen Gleichheitsanspruch hat, auch was die materielle Sphäre angeht. Und der, ich war ja im Iran, auf mich sehr sozialistisch-islamistisch gewirkt hat. Ja? Und in dieser Bewegung müssen die Golfmonarchien sehr, sehr vorsichtig sein, dass sie überleben. Und die Amerikaner werden sie nicht raushauen. Und das ganze Militärgerät, ich habe es vorhin schon gesagt, das ganze Militärgerät, was die Kataris und die Saudis da kaufen, von den Amis vor allem, das können die gar nicht bedienen. Im Zweifelsfall würde ihnen das gar nichts nützen. Eine letzte Frage. Wer wird der neue Bundeskanzler oder die neue Bundeskanzlerin der Bundesrepublik? Wer gewinnt die Wahl in Deutschland? Steinbrück könnte die Wahl leicht gewinnen. Also er wird nicht stärker werden als Merkel, aber er könnte Rot-Grün oder Rot-Rot-Grün zur Mehrheit führen, nach der Methode Schröder. Das heißt, wenn er jetzt die Kriegsfrage offensiv aufmachen täte, so wie Schröder im Jahr 2002 die Wahlen rumgedreht hat, weil er gesagt hat, ein deutscher Weg heißt keine Unterstützung für militärische Abenteuer gegen Irak damals, so könnte der Steinbrück auch sagen. Steinbrück sagt natürlich nicht, weil er ist ein Bilderberger. Deswegen bringt er das nicht, deswegen wird die SPD die Wahl verlieren und Angela Merkel kann sich dann den Bündnispartner raussuchen, das heißt, die Frau wird es bleiben.
Entweder regiert sie mit den Gelben weiter oder sie nimmt vielleicht sogar die Grünen oder sie macht eine große Koalition. Also das ist in dem Sinne hoffnungslos. Wie wird die Wahlbeteiligung sein? Die wird nach deutschen Maßstäben hoch bleiben, ja. Herr Elsässer, vielen Dank für das Gespräch. Wir weisen nochmal auf dieses aktuelle Heft hin, nämlich Kriegslügen der USA, ein Kompakt-Spezial, 8,80 €, über 80 Seiten stark. Da geht es eben um die Vereinigten Staaten und die Art und Weise, wie sie die Welt regieren. Spätestens seit 1990 gibt es ja da einen roten Faden. Und wenn man sich das Heft mal durchblättert, stellt man fest, was man alles schon verdrängt hat. Also es ist auch ein Geschichtsbuch, was eben kein Saisonartikel ist, sondern den man durchaus zur Seite legen kann. Und ich gehe davon aus, dass es weitere Spezial geben wird, denn ich glaube, dass nach Syrien weitere Länder auf der Agenda stehen. Iran natürlich, aber es gibt noch andere Länder, auf die wir gar nicht kommen. Da fällt mir ein, da war ja was mit Nordkorea und das haben wir, glaube ich, alle schon vollkommen verdrängt. Herr Elsässer, vielen Dank fürs Kommen. Viel Erfolg mit dem Heft auch am Kiosk und auch mit der Veranstaltung zum Heft selber. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. kenfm.de